Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video DJI Pocket 3. In der vergangenen Woche am Mittwoch gab es ja schon das große Review-Bombing. Auf vielen guten Kanälen konntet ihr euch die technischen Details erklären lassen. Deshalb soll es in meinem Video gar nicht im Grunde um die technischen Details und um die Vorstellung des Pocket gehen, sondern wir klären die Frage, für wen ist der Pocket in der Praxis wirklich geeignet? Wie schlägt er sich tatsächlich im Gegensatz zum Vorgänger, zum Pocket 2? Und wie ist denn die Videoqualität im Gegensatz zu einem aktuellen Smartphone wie dem iPhone 15 Pro? Und dann können wir am Ende entscheiden, ja, brauchen wir ihn wirklich, den neuen DJI Pocket 3, oder ist er einfach nur ein weiteres Spielzeug? DJI Pocket 3. Tja, ihr Lieben, da ist er und ich konnte auch nicht widerstehen und habe ihn mir tatsächlich, nachdem er im Handel verfügbar war, gekauft. Aber warum habe ich ihn mir gekauft? Im Grunde habe ich mir die Frage nicht nur vorm Kauf schon gestellt, sondern jetzt auch wieder danach. Im Grunde fand ich die Grundidee von DJI schon beim ersten Pocket gut und deshalb habe ich mir den ersten auch gekauft. Dann kam der zweite und das war noch interessanter. Es gab nämlich das sogenannte Creator Kit. Dort konntest du ein entsprechendes Mikrofon anstöpseln, hattest dann ein entsprechendes Funkmikrofon, was sich ohne weiteres Zubehör automatisch mit dem Gimbal verbunden hat und du hast immer einen erstklassigen Sound gehabt. Jetzt hat es 3 Jahre gedauert und DJI hat dann jetzt endlich den Pocket 3 herausgebracht. DJI hat natürlich seine Hausaufgaben gemacht. Sie haben auf vieles geachtet, was natürlich YouTuber, auch private Anwender am Pocket 2 bemängelt haben. Auch ich hatte immer mal wieder einiges zu motzen, während ich das Ding im Einsatz hatte, habe ihn aber tatsächlich über 1 Jahr lang genutzt, um all meine Fotowalks Outdoor damit zu filmen. Warum? Ganz klar, es hatte den Vorteil, es ist klein, es ist stabilisiert und mit 4K 60 Frames hat er tatsächlich bei gutem Licht sehr, sehr gute Bildergebnisse abgeliefert. Was allerdings ein bisschen nachteilig war, war der kleine Bildschirm. Jetzt kam es ja in der letzten Woche das große Review-Bombing. Jeder hat vorgestellt, jeder hat die technischen Specs runtergebetet. Es gab ein paar Beispielaufnahmen, die ich tatsächlich auch schon ganz gut und tatsächlich auch überzeugend fand. Allerdings ist es natürlich immer schwierig, ein Bild zu bewerten, wenn man keinen Vergleich hat. Und deshalb wollte ich in diesem Video natürlich nicht nur meine Kaufentscheidung für mich selber besser beurteilen, sondern euch auch vielleicht die Kaufentscheidung etwas erleichtern. Deshalb klären wir in dem Video natürlich grundlegend erstmal einige der wichtigsten technischen Specs im Vergleich zum Pocket 2. Aber dann geht es um die Praxis. Und zwar um die Praxis und die Frage, braucht man den 3 wirklich, wenn man den 2er schon hat? Braucht man den 3er wirklich, wenn man zum Beispiel wie ich mit einem modernen Smartphone filmt? In meinem Fall das iPhone 15 Pro. Aktuelle Version also und damit also auch schon die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt. 4K, 60 Frames, sehr, sehr guter Dynamikumfang und natürlich eine Top-Stabilisierung. Also warum dann noch den Pocket kaufen? Denn der Pocket hat ja auch einiges an Preis zugelegt. In der Grundversion im Gegensatz zum ersten Modell ist es ja doch einiges, was er mehr kostet. Und wenn du dann auch noch die neue Creator-Version haben möchtest, denn du hast dich vielleicht an das externe Mikro gewöhnt und möchtest vielleicht auch den Zusatzakku nutzen, ja, ihr Lieben, dann musst du, genau wie ich, um die 670 € berappen. Und das ist tatsächlich schon ein Happen Geld. Und dafür erwarte ich natürlich auch einiges. Was hat sich denn grundlegend jetzt erstmal auf den ersten Blick verändert? Na klar, wir haben einen größeren Sensor drin. Wir haben jetzt einen 1 Zoll großen Sensor. Ja, und wie wir es aus der Fototechnik kennen, größerer Sensor, weniger Bildrauschen. Und das ist natürlich auch die hohe Erwartung, an die ich selber gestellt habe an den neuen Pocket. Ansonsten fällt mir natürlich auf, wenn wir die Grundversion nehmen, wenn wir auch beim Creator Kit, beim 2er mal alles auseinandernehmen, dann ist er doch um einiges gewachsen. Er ist etwas schwerer geworden, er ist etwas dicker geworden, er ist etwas breiter geworden, er ist etwas höher geworden. Er ist aber in der Grundversion nicht unbedingt handlicher geworden. Denn die Funktionsknöpfe, an denen es nur noch 2 gibt, anstatt wie beim alten, also beim 2er 4, sind natürlich dem großen Display geschuldet weiter nach unten gerutscht. Das heißt, ohne den
zusätzlichen Handgriff, den ihr ja dazu bekommt, ist es schon schwierig, den Joystick zu bedienen, weil du im Grunde unten nicht genug Futter hast. Das heißt, ja, auch das erkennt natürlich DJI. Es gibt die Grifferweiterung, die gibt es ja auch schon in der normalen Version, also nicht nur in der Creator-Version. Und damit liegt er dann schon deutlich besser in der Hand. Ist dann allerdings auch deutlich größer wie die Zweier-Version. Ja, und ich glaube, womit eins der größten Updates ist, ihr Lieben, ja, das Display. Dass ihr einfach nur noch klappt, dann ist der Pocket auch schon bereit. Könnt ihr sehen, filmt mich jetzt in dem Fall. Und wenn ihr das Display zurückdreht und hier entsprechend auf Stopp drückt, dann könnt ihr, ich war zu langsam, dann könnt ihr beim Pocket auch im Hochkantformat filmen. Sehr, sehr wichtig für viele, die auf Instagram zum Beispiel filmen. Das ging ja beim Zweier noch nicht. Ja, und ansonsten grundlegend, jetzt mal für alle, die vielleicht auch im Hobbybereich filmen. Ja, Auflösung 4K 60 Frames. Hatten wir aber vorher auch schon. Gut, wir haben eine Slow Motion dazu bekommen. 4K 120 Frames. Da mussten wir hier natürlich ein bisschen einbüßen. Wir können 240 Frames Slow Motion aufnehmen, müssen dann allerdings auch von 4K in HD gehen. Dann haben wir natürlich das Tracking, die Tracking-Funktion, Face Tracking. Hatten wir beim Zweier auch schon. Da muss ich allerdings sagen, ja, sie war okay. Punkt. Bei der neuen Version hat man natürlich mit 6.0 einiges zugelegt. Aber da kommen wir ein bisschen später zu. Ja, und das war's im Grunde auch schon. Einige Specs werden natürlich gehypt. Ja, es gibt mehrere Mikrofone. Ja, 3 Stück. Der Pocket 2, der hatte 4. Ja, also Stereo-Sound hatte der auch schon. Wir können im JPEG und im RAW fotografieren. Ja, das konnten wir mit dem Zweier aber auch schon. Im Grunde ist also im Raum der große Bildschirm. Es ist ein größerer Sensor. Es ist ein besseres Face-Tracking. Denn all die kleinen Details, die natürlich gerne hochgelobt wurden jetzt in den Videos, wo es heißt, ja, wir können Motion Labs, das heißt, wir können uns 2 Punkte entsprechend markieren, wo wir dann tatsächlich eine Timelapse mit Bewegung machen können. Ja, das konnte der Pocket auch, der 2. Ich zeige es euch mal hier, und zwar habe ich genau das gemacht, damit ihr mal einen Vergleich habt. Genau die gleiche Funktion hatte ich auch schon. Slow Motion, Hyperlapse, Timelapse, all diese Funktionen gab es alles auch schon im Zweier. Also das unterscheidet sich jetzt tatsächlich nicht gravierend. Als ich den Pocket bekommen habe und natürlich auch schon mir die Videos angesehen habe, war bei einigen nicht so ganz klar, wie sieht es denn jetzt mit dem Ton aus. Ja, Ton ist ja auch immer eine Sache. Muss ich mir die Creator-Combo kaufen? Oder kann ich, wenn, so wie ich es getan habe, mir das DJI-Mikrofon-Set gekauft habe, den bestehenden Sender? Das Set ist Bombe. Damit habe ich meine ganzen letzten Fotoreisen gefilmt. Alles, was ihr hört, kommt aus diesem Mikrofon. Immer zufrieden damit. Und jetzt habe ich gedacht, super, DJI, oder? Komm, das kann ich damit koppeln. Empfänger ist ja drin. Im Gegensatz zum Zweier mussten wir ja das entsprechende Empfängermodul unten ankoppeln. Das wäre es doch, oder? Ja, aber da hat wohl die Finanzabteilung noch ein Wörtchen mitzureden gehabt bei DJI, denn das ist nämlich nicht möglich, beziehungsweise eingeschränkt möglich. Ich kann den Sender nicht direkt mit dem Pocket 3 verbinden. Ich kann allerdings den Empfänger per USB-C in die USB-C-Buchse des Pocket 3 stecken und dann habe ich eine Verbindung. Allerdings ist natürlich dann die Handlichkeit wieder dahin. Also für mich wenig verlockend. Ja, dafür gibt es jetzt einen Mikrofon 2, Mic 2 nennt sich das bei DJI. Ist ein kleines bisschen geschrumpft. Was mir auffällt, hier unten sind natürlich Ladekontakte. Da habe ich gedacht, na gut, wenn der wenigstens dabei ist, kann ich ihn doch bestimmt in der Box aufladen. Ja, denkst du Pustekuchen? Auch da hat wahrscheinlich der Finanzsektor gesagt, haha, da kommt demnächst eine Ladebuchse raus. Ja, im Grunde für mich tatsächlich von DJI so ein bisschen so ein Tritt in die Weichteile, dass man einfach sagt, nö, das musst du jetzt neu kaufen. Von vielen hoch gehypt. Der neue Sender ist jetzt transparent, transparenter Kunststoff. Wer mag das nicht, habe ich gehört in einigen Videos. Ich mag das nicht, weil es witzlos ist. Denn wenn ich eine gute Uhr habe, ich habe eine teure Uhr, da bewegt sich etwas, eine Unruhe ist drin, dann möchte ich das sehen. Aber hier ist eine Platine drin. Was bewegt sich denn da? Für mich tatsächlich kein Upgrade, wo ich sagen kann, wow, ja, das hat sich aber gelohnt. Jetzt ist es transparent, jetzt sehe ich hier meine Bauteile. Welchen technischen Vorteil bietet es mir? Überhaupt gar keinen. Im Gegenteil. Wenn du das ein oder andere Mal im Kamerarucksack hattest, in der Hosentasche, da ist die Frage, wie lange sieht es denn noch so aus? Ich weiß, wie mein Zweier aussieht, ja, und das hat tatsächlich einiges mitgemacht. Das heißt, hier werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel Freude dran haben. Okay, es ist transparent, einige mögen es, warum auch nicht?
Windschutz, ja, da haben sie tatsächlich mitgedacht. Es gibt einen neuen Windschutz, der ist mit einer entsprechenden Klinke, also einer Klinke-Adapter-Attrappe, sage ich mal, ausgestattet. Und das finde ich wieder gut, denn klar, wir können ans Mikrofon auch eine 3,5er Klinke anschließen, Lavalier-Mikrofon, wenn wir die nicht wollen. Und ich habe jetzt alle kommenden Videos, die ihr gleich seht, hiermit gefilmt. Das heißt hier, zack, einfach einstecken in den eigentlichen Klinkstecker. Das Ganze rastet ein, nicht magnetisch, kann nicht abfallen. Das finde ich wieder genial. Aber den Windschutz, den könnte ich auch auf meine DJI Mic-Strecke packen. Tja, und das war es für mich an Innovationen schon. Na klar, der Akku ist ein bisschen größer geworden. Der Sensor frisst ja auch mehr Strom. Es gibt eine zusätzliche Powerbank, einen zusätzlichen Powergriff, den du in der More Fly Combo, wollte ich schon sagen, in der Creator Combo dazu bekommst. Ja, der macht Sinn. Was wenig Sinn macht, ist, dass er den Pocket nicht selbst mit Strom versorgt, sondern tatsächlich, wenn du ihn anstöpselst, im Grunde die interne Batterie vom Pocket 3 auflädt. Jetzt hat der eine oder andere bemängelt, dass im Pocket 3 mal wieder die Batterie intern verbaut ist. Es gibt keine Schrauben, man kann sie nicht austauschen. Ja, diese Schrauben vermisst du allerdings auch am 2er und die Schrauben vermisst du auch am 1er. Also das ist jetzt kein Downgrade. Ja, von einigen wurde es betont, man kann den Akku nicht auswechseln. Ja, die Frage ist, wie lange hält er? Meiner ist jetzt 3 Jahre alt, der Pocket 2. Ich habe da keine Probleme mit. Die Frage ist natürlich, jetzt auch gerade mit der Schnellladefunktion, ja, wie beeinträchtigt das den Akku? Ich habe DJI Care für 2 Jahre abgeschlossen. Ja, wollen wir doch mal sehen. Wenn er 2 Jahre hält und 2 Jahre sein Geld verdient hat, dann hat er wohl schon einiges geleistet. Tja, ihr Lieben, so viel zur Theorie. Ich habe mir jetzt allerdings die Frage gestellt, ist er tatsächlich so viel besser wie der 2er? Ist er so viel besser wie mein iPhone 15 Pro und lohnt sich deshalb die Neuanschaffung? Oder war es doch tatsächlich wieder mal ein etwas übermotivierter Einkauf? Und dafür gehen wir als allererstes jetzt mal in den direkten Vergleich nach draußen. Und zwar bei Tageslicht. Es ist leicht bewölkt gewesen, die Sonne blitzte immer mal wieder durch. Und da schauen wir uns doch mal an. Können wir da schon einen ersten Unterschied erkennen in der Praxis vom Pocket 3 zum Pocket 2 oder zum iPhone 15 Pro? Direkter Vergleich, Osmo Pocket 3 auf der linken Seite, Osmo Pocket 2 auf der rechten. Ihr seht, ich habe sie auch auf gleicher Höhe montiert, sodass wir ein gutes Vergleichsergebnis bekommen. Was natürlich auffällt, ist der deutlich größere Bildschirm beim 3er Pocket. Das erleichtert natürlich nicht nur das Erkennen des Bildaufbaus, sondern natürlich auch das Ansteuern der einzelnen Menüelemente über das Touch-Display. Wir laufen mal ein kleines Stück, dann können wir uns mal die Bildsituation, die Bildergebnisse anschauen. Wir haben gute Lichtsituationen. Wir haben beide Videos in 4K 60 Frames. Das heißt, im Grunde, ja, sollte ja schon bei gutem Tageslicht ein ähnliches Bildergebnis zu sehen sein. Was wir hier oben sehen, ja, wir haben blau im Himmel. Wir gehen mal ein bisschen hoch. Das ist ziemlich bewölkt. Ja, wenn wir das hier entsprechend ansteuern, ja, gucken wir mal, wie ist der Dynamikumfang beider Sensoren. Ja, was gibt es aus? Natürlich links der Pocket 3, 1 Zoll großer Sensor. Das heißt, der Dynamikumfang sollte hier natürlich schon etwas besser sein. Und wie ich das hier vergleichen kann, schon auf dem Bildschirm sieht es tatsächlich schon besser aus. Das heißt, wir gehen mal hier aus dem etwas dunkleren Bereich hier raus und gehen hier in den hellen Bereich. Wir schwenken das Ganze nochmal, dann können wir auch nochmal vergleichen, wie der Gimbal im Grunde arbeitet. Und wir schwenken jetzt auch nochmal zurück. Und dann haben wir, glaube ich, einen guten ersten Eindruck, wie sich das so macht. Genau im direkten Vergleich. Also Osmo Pocket 3 versus Osmo Pocket 2. Wohlgemerkt natürlich bei guter Lichtsituation. Und dann natürlich der direkte Vergleich. iPhone 15 Pro versus Pocket 3. Beide in dem Fall 4K 60 Frames. Dynamikumfang und entsprechend natürlich Stabilisierung. Das iPhone 15 Pro stabilisiert im Grunde im Laufen ja schon sehr gut. Das heißt, ja, da hast du schon tolle Ergebnisse. Aber ich glaube, was ich auf dem Bildschirm sehe, ja, da ist der Pocket natürlich ganz klar vorn. Natürlich, wir haben eine entsprechende 3-Achsen mechanische Stabilisierung. Das ist natürlich schon noch mal ein bisschen was anderes, als hast du jetzt nur eine entsprechende digitale Stabilisierung. Ja, das ist natürlich noch mal um Klassen besser. Wir schauen uns jetzt natürlich, ihr habt den Vorteil, dass es ja seht schon mal den Dynamikumfang an. Gerade wenn man so aus hellen und dunklen Bereichen kommt im Himmel. Aber was ich auf beiden Bildschirmen sehe, da denke ich doch, dass das schon ziemlich gut beide ja, gleichmäßig sind. Also, dass hier kein großer Unterschied ist. Denn das iPhone 15 Pro macht das ja tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe ja immer gesagt, ich filme mit dem 15 Pro, weil tatsächlich der Dynamikumfang so toll hier rausgearbeitet wird. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Actioncam. Aber wenn wir beides hier im direkten Vergleich mal haben,
Ich laufe auch mal ein bisschen seitwärts, auch das ja eine Herausforderung. Ja, ihr seht es hier, ich gehe mal weiter nach unten zum Boden. Wo natürlich der Vorteil liegt Pocket ist schon gut, vom Pocket, ist natürlich, dass wir das Schwenken ziemlich smooth haben. Das heißt, na, ich zeige es euch mal, wir gehen hier zum Beispiel runter zum Boden und wenn ich dann hochschwenke, ja, dann reagiert natürlich das iPhone sofort, es reagiert auf alle entsprechenden Bewegungen und der Gimbal, der ist natürlich schön smooth. Ja, das geht schön langsam, er läuft schön langsam an und du hast natürlich wesentlich cinematische Aufnahmen dadurch. Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil davon. So, wir gehen mal ein bisschen zurück. Ich laufe jetzt mal gegen den Wind. Dann habt ihr auch hier nochmal vom Pocket 3 externen Mikrofon. Ja, sehr schön hier auch nochmal zu sehen. Hier oben sehr dunkel, der Himmel, hier auch ein dunkler Bereich. Das sieht schon ziemlich gut aus. Quasi auch eine Gegenlichtsituation mit beiden Geräten. Wie gesagt, Pocket 3 versus iPhone 15 Pro, von dem ich bislang ausgegangen bin, ja, dass das doch die optimale Lösung ist. Ja, wenn du nicht so viel unterwegs mitschleppen möchtest, wenn du keine zweite Kamera mit haben möchtest. Aber ihr Lieben, Pocket 3, tja, das lässt so ein bisschen mein iPhone 15 Pro tatsächlich alt aussehen. Und ich glaube auch in der Stabilisierung, das was ich jetzt sehe, denn der Pocket, wenn ich das jetzt hier vor mir den Weg angucke, sieht das auf dem Display aus, als würde ich tatsächlich hier einen Slider verwenden, einen Kameraslider. Das heißt, ohne entsprechende Verwacklung. Ja, das iPhone sieht da schon ein bisschen holpriger aus, obwohl es dann in der Nachbearbeitung natürlich nochmal das Bild deutlich mehr stabilisiert. Wir schauen uns hier nochmal den Himmel an, wir gehen nochmal hoch, wir gehen nochmal ein kleines Stück weiter, dass ihr auch hier den entsprechenden Vergleich habt. Und auch hier seht ihr immer, wenn ich schwenke, wenn ich nach oben schwenke, das iPhone spricht natürlich sofort an. Und durch den entsprechenden Gimbal beim Pocket 3 habt ihr natürlich diese Verzögerung. Und die macht es natürlich dann aus. Das Ganze wirkt cinematisch. Wie sieht es jetzt aber tatsächlich aus beim Vloggen? Denn da nehme ich ja auch mein Smartphone so, dass es zu mir zeigt. Ich brauche ja das Display, um zu sehen, ja, bin ich jetzt im Bilddrittel, bin ich überhaupt im Bild, wie sieht es aus? Das heißt, da hast du natürlich den Nachteil, du musst die Frontkamera deines Smartphones verwenden. Und die ist ja in der Regel nicht mehr so gut wie die normalen Kameras, die verbaut sind auf der Rückseite. Das heißt, hier nochmal ein Vergleich. Osmo Pocket 3 4K 60 Frame, iPhone 15 Pro, ebenfalls normaler Videomodus, auch mit 4K 60 Frames. Wenn wir das Ganze ein bisschen bewegen, seht ihr schon, ja, das iPhone ist natürlich zentriert gelagert hier. Wenn ich es in der Hand halte, wenn ich laufe, ich nehme es mal in die andere Hand, der Pocket zieht so ein bisschen nach. Ja, das Ganze wirkt ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Dynamik ist halt mit drin. Wir drehen es nochmal, damit ihr auch nochmal den Himmel sehen könnt, wenn wir zurückgehen. Jetzt ja, ist es ziemlich windig, Wind kommt von vorne. Mikrofon, wie gehabt, Osmo Pocket 3, externes Mikrofon mit Windpuschel drauf, seht ihr hier, sehr schön. So, und dann natürlich im Laufen. Also wenn ich mein iPhone angucke oder aufs Display, das stabilisiert ja noch ein bisschen nach. Aber, und im Vergleich dann dazu, den Pocket 3, dann sieht da überhaupt gar keine Verwacklung, ist keine Verwacklung zu sehen, ja, krass. Okay, ja, Dynamikumfang sieht erstmal gut aus, auch im Himmel. Ja. Beide entsprechenden Kameras haben mich natürlich gut in der Bildmitte. Was mir natürlich auffällt, ist, dass ich im iPhone natürlich hier jetzt mit der Frontkamera keine entsprechende Veränderung im Zoom mehr vornehmen kann. Der Pocket 3 hat dann bei nicht mal ausgestrecktem Arm, also ich zeige euch hier mal runter, zack, einen guten Abstand. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr vom Oberkörper drauf, bin nicht so zentriert halt aufs Gesicht. Auf den Ton bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben jetzt tatsächlich richtig schön Wind von vorne, ja, was da der Pocket entsprechend rausfiltern kann. Ja, das direkter Vergleich, Frontkamera, iPhone 15 Pro versus Pocket 3. Auf eine Funktion möchte ich noch mal im Speziellen eingehen, und zwar ist sie gekoppelt an das Active Track. Und zwar kannst du einen bestimmten Bereich in der Bildmitte aktivieren und so wie du die Aufnahme bestätigst, so wie du aufnimmst mit dem Pocket 3, wirst du getrackt und dann auch verfolgt. Das heißt, wie eben, ihr könnt ein schönes dynamisches Bild erzeugen. Ihr kommt quasi ins Bild gelaufen, ihr könnt drauf zugehen, ja, dann geht der Gimbal mit nach oben. Ihr könnt euch sogar in die Tiefe bücken und der Gimbal geht mit, ja, links, rechts, ihr seht's. Und genau diese Funktion sollte ja im Grunde auch schon der 2 haben. Das heißt, auch er sollte dich ja automatisch tracken. Nebenbei habe ich die Aufnahme laufen vom 2er und was seht ihr? Ja, der verfolgt mich leider nicht. Selbst bei einer niedrigen Framerate von 4K mit 25 Frames funktioniert es leider nicht. Beim Pocket 3 haben wir die vollen 4K 60 Frames zur Verfügung und können damit dann tolle dynamische Aufnahmen erstellen. Das ist natürlich gut, wenn du Single Creator bist. Denn ihr seht, ja, ich möchte euch zum Beispiel hier den schönen Baum zeigen und dann fällt mir ein, oh, auf der anderen Seite ist aber auch noch ein schöner Baum. Ja, den zeige ich euch jetzt auch noch mal im Hintergrund.
dann ist das natürlich schon eine ziemlich geniale Sache. Und ich brauche dann im Grunde für dynamische Aufnahmen keinen entsprechenden Zusatzgimbal. Den habe ich zum Beispiel verwendet mit dem Smartphone bislang. Auch da gibt es ja Lösungen, die dich automatisch tracken und der Gimbal verfolgt dich dann. Auch das gibt es. Aber es ist natürlich wesentlich mehr Packmaß. Du musst wesentlich mehr Zubehör dazu kaufen, mit dir rumschleppen, wenn du den gleichen Effekt haben möchtest. Ja, der Pocket 2 schläft, glaube ich, schon. Nein, er schläft nicht. Ich blende euch nebenbei immer mal das Originalbild ein. Aber er verfolgt mich eben auch nicht. Er hat mich auch nicht erkannt. Das heißt, ich müsste jetzt, und das probieren wir mal, ich müsste jetzt mit einem Doppelklick, auch das geht leider nicht bei der laufenden Aufnahme. Jetzt hat er mich. Das heißt jetzt, gucken wir mal, wie er mich jetzt verfolgt. Das heißt, ich muss jetzt zusätzlich die Aufnahme aktivieren. Das schadet natürlich, denn du hast dann natürlich nicht die Möglichkeit, ins Bild zu laufen zum Beispiel. Ja. Wir gucken mal, wie weiter das mitmacht, der Pocket 2. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter rum. Ja. Das macht er dann, wenn er mich gefunden hat. Und das musste ich jetzt leider aktivieren. Oh, dann geht's. Wir gehen mal ein bisschen runter, wir gehen mal hoch. Ja, das machen sie dann beide gleich, wenn er dich gefunden hat. Aber hat er nicht. Und das ist das Problem. Und wenn du die Aufnahme gestartet hast und du hast vielleicht einen tollen Moment, den du aufnehmen möchtest, ja, dann ist der vorbei. Und du bist da und die Kamera zeigt in diese Richtung. Das ist natürlich blöd. Und der große Vorteil, auf dem großen Bildschirm, auf dem großen Display kann ich natürlich auch was erkennen. Beim Pocket 2 ist es jetzt sehr dunkel. Ich kann nicht so richtig erkennen, hat er mich jetzt getrackt, hat er mich nicht getrackt. Auf dem großen Bildschirm, das ist schon ein Riesenvorteil, DJI. Tja, da habt ihr natürlich gut zugehört, was die Käufer und auch die Creator vielleicht euch mal in den Kommentaren geschrieben haben. Okay, soweit, so gut. Also bei Tageslicht, ja, es ist ein Vorteil, klar. Der Sensor ist ein bisschen größer. Er bietet natürlich einen guten, sehr, sehr guten Dynamikumfang. So 100% besser zum iPhone 15 Pro, zu den rückwärtigen Kameras, finde ich, ist er nicht. Aber er ist natürlich stabilisiert, 3 Achsen stabilisiert. Das ist mein iPhone aber nicht. Das heißt, da gibt es natürlich dann schon eine optimalere Stabilisierung. Das ist schon klar. Und natürlich sieht es auch besser aus, wenn ich mich selber filme, denn ich sehe das große Display. Ich kann es aufklappen, ich sehe mich damit und habe natürlich dann den Vorteil, dass wenn ich mich im iPhone sehen möchte, dass ich dann natürlich ein deutlich besseres Bild habe, denn hier habe ich ja nur noch die Frontkamera. Ja, und der Unterschied zum Pocket 2 fand ich jetzt, ist im Grunde mit ein bisschen Nacharbeit im Pocket 2 gar nicht so gravierend. Ich sehe mich auch, allerdings natürlich nur sehr klein. Ja, das Face-Tracking, den Unterschied, den haben wir gesehen. Das ist natürlich schon, da liegen Welten dazwischen. Beim Pocket 3 versus Pocket 2 liegen tatsächlich Welten dazwischen. Wenn du dich selber filmst, wenn du ein Single-Creator bist, ohne einen Kameramann, dann ist das natürlich schon eine große Hausnummer. Und das wäre schon der erste Pluspunkt, wo ich sagen müsste, ja, das hat sich tatsächlich gelohnt. Auch das Display, ihr habt es ja gesehen. Ich kann tatsächlich im Gegensatz zum Pocket 2 und natürlich auch zum 1 auch mal erkennen, was ich filme. Und bin ich tatsächlich auch im Fokus, hat mich das Face-Tracking auch erfasst. Das Ganze habe ich natürlich so ähnlich auch im iPhone. Ja. Ein direktes Tracking gibt es nicht. Je nachdem, wie du das Ganze filmst, habt ihr ja gesehen, sind natürlich die Bewegungen, die sind sehr, sehr rucklig. Hier habe ich eine schöne Bewegung, eine schöne Kamerafahrt mit drin. Dafür bräuchte ich natürlich beim iPhone dann einen entsprechenden, einen Gimbal, einen Handgimbal. Riesig groß, wesentlich sperriger. Ja, das wäre natürlich ein Nachteil. Zum Ton, ja, der Ton ist gut. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Ihr habt es ja gehört in den Videos, der Ton immer aus dem entsprechenden Mikrofon. Bis dato habe ich gesagt, ja, okay, ja, teuer, aber ja. Und dann wurde es dunkel. Dann habe ich gesagt, okay, also jetzt musst du mit deinem 1 Zoll Sensor aber zeigen, was du kannst. Bin dann zu uns in die Stadt gefahren und dachte, ja gut, so ein paar Straßenlaternen, ne, so typische Situation. Du bist abends mal irgendwo am Vloggen, ich möchte euch noch eine Verabschiedung nennen und habe dann angeschmissen. Und zwar den Pocket 3 und den Pocket 2. Und ihr seht schon, meine Mundwinkel gehen nach oben, denn ich habe tatsächlich gedacht, ich gucke nicht richtig. Denn da macht sich tatsächlich der 1 Zoll große Sensor sowas von bemerkbar. Ich zeige es euch mal hier, wie es aussieht. Gehen wir jetzt in einen etwas dunkleren Bereich. Das Ganze hier noch ein bisschen besser beleuchtet gewesen. Das heißt jetzt hier auch ein bisschen Gegenwind.
Wir sehen hier den Osmo Pocket 2 und den Pocket 3. Ja, links, soweit ich das sehe, auf dem Display ist da tatsächlich immer noch was zu erkennen. Ja, Pocket 2 schon sehr, sehr dunkel. Soundqualität, wie gesagt, immer noch externes Mikrofon. Beide Gimbal entsprechend nebeneinander in der Hand gehalten. Und dann seht ihr hier entsprechend die Ausleuchtung, die Belichtung des Videos. Der Osmo Pocket 3 nicht in der Lowlight-Version, sondern tatsächlich normale Version 4K 60 Frames. Wir gehen hier noch mal ein Stück Outdoor. Parallel könnt ihr natürlich euch immer noch den Pocket 2 ansehen. Von der Bildqualität, Steuerung, wie gesagt, das Ganze in der Hand gehalten und auch gelaufen. Meine Ansicht jetzt hier beim Pocket 2, deutlich dunkler auf dem Display und die Vorschau im Display Pocket 3 schon deutlich heller Details zu sehen. Beides, wie gesagt, 4K und dann entsprechend 60 Frames. Wir gehen mal wieder vom Dunkel ins Licht. Hier seht ihr schön unser entsprechendes Rathaus zur Nachtstunde. Es ist tatsächlich jetzt schon richtig dunkel. Also nicht mehr nur blaue Stunde, ich gehe mal hier ein bisschen hoch, ja, sondern es ist tatsächlich richtig dunkel. Also auch tatsächlich stockdunkle Nacht. Und da haben wir ein bisschen Beleuchtung hier bei uns am Rathaus. Hier rechts an der Kirche ist überhaupt gar nichts mehr. Wir schwenken mal rüber. Ja, hier ist tatsächlich richtig zappenduster, wie man so schön sagt. An der Kirche ein paar Straßenlaternen leuchten noch. Ja, und so sieht es aus. Genau im Vergleich Lowlight-Verhalten. Zum Vergleich hier auch nochmal iPhone 15 Pro und der Pocket 3. Beide 4K 60 Frames, beides aus der Hand gefilmt. Das heißt keine zusätzliche Stabilisierung. Ton hört ihr jetzt aus dem externen Mikro des Pocket 3. Wir drehen das Ganze hier nochmal. Ja, dann seht ihr hier, wir gehen auch nochmal in den dunklen Bereich, wie hier die Aufzeichnungsqualität ist. 4K 60 Frames, beide Geräte. Lowlight-Verhalten tatsächlich mal ganz extrem. Ich bin beim Pocket 3 jetzt in den Lowlight-Modus gegangen. Da haben wir ja nur noch 4K und 60 Frames zur Verfügung. Ton hört ihr jetzt aus dem externen Mikro des Pocket. Ja, natürlich sind das Extremsituationen, aber eben nicht ungewöhnlich. Auch in meinen Videos, wenn ich zum Beispiel euch morgens noch mal schnell eine Anmoderation machen möchte. Wie sieht es denn jetzt aber im Vergleich aus? Ich blende euch hier mal das iPhone 15 Pro, in dem Fall mit der Frontkamera ein. Denn ja, wenn ich mich sehen möchte, ich möchte den Bildaufbau sehen, dann muss ich die Frontkamera nutzen. Und das ist dann natürlich ein Nachteil, denn dann sind mir natürlich die hochauflösenden Kameras von dem iPhone nicht mehr zur Verfügung gestellt. Das heißt hier, das wäre in dem Moment mein Setup und eben auch mein Unterschied, ob ich mich mit dem Pocket 3 im Lowlight-Modus filme oder ob ich mich mit dem iPhone 15 Pro filme. Und da denke ich, ist doch ein ja nicht kleiner Unterschied zu bemerken. Also weder Pocket 2 und auch nicht, und da habe ich wirklich große Stücke drauf gesetzt, das iPhone 15 Pro können es hier mit dem Pocket 3 und dem 1 Zoll großen Sensor mithalten. Das Bild ist deutlich heller, deutlich geschärfter. Ja, ich weiß nicht, ob DJI das nachschärft, aber ich habe eine natürliche Schärfe, es ist nicht zu übertrieben und ich kriege da schon ein mega Bildergebnis. Zum Schluss habe ich noch die Möglichkeit gehabt, dass als die Sonne untergegangen war und wir hatten so einen leichten aufgehenden Mond, dass wir eine Wolkendecke hatten und die wurde angestrahlt vom Mond. Und das hat im Grunde natürlich nachher zum Schluss noch fast den Boden ausgeschlagen, denn auch hier nochmal ein Vergleich. Pocket 3, Pocket 2. Bei Pocket 2 im Grunde ja nur der Mond als solches zu sehen als heller Punkt. Der Pocket 3, ja ein grandioses Schauspiel am Himmel, hätte ich so gar nicht festhalten können. Dazu nochmal das iPhone, was tatsächlich auch ein Bildergebnis liefert, aber wie ich finde doch nicht so detailliert und so hell, wie es der Pocket 3 kann. Tja, ihr Lieben, wie sieht es jetzt aus? Pocket 2, Pocket 3, iPhone. Lohnt sich das neue Spielzeug, das ja doch ziemlich kostspielig ist? Wenn du den Pocket 2 hast,
oder vielleicht auch überlegst, er ist ja immer noch im Handel, dir zu kaufen, der ja deutlich günstiger ist als der Pocket 3, dann empfehle ich dir das Creator Combo. Du hast das Mikrofon, es hat mir sehr lange sehr gute Dienste geliefert. Du hast ein kleines Display. Du kannst den Pocket 2 aber immer noch an deinem Smartphone anschließen, kannst dann mit der internen App dir natürlich das Ganze größer machen. Der ganze Aufbau bei mir natürlich dann immer zu viel. Ich wollte es ja klein und handlich haben. Aber bei normalem Licht, Tageslicht, wirst du mit dem Pocket 2 immer noch sehr, sehr gute Aufnahmen machen können. Ich habe es ja auch ein Jahr lang gemacht. Der Pocket 3 ist für all diejenigen, die eine Stufe mehr wollen, die tatsächlich etwas professioneller unterwegs sein wollen. Auch die 10-Bit ermöglichen es mir ja in einem sehr, sehr flachen Farbprofil aufzunehmen, letztlich mein Video und dann natürlich professionell nachzuarbeiten. Aber ganz ehrlich, wenn ich meine Vlogs schneide, meine Vlogs aufnehme, meine Fotowalks, dann werde ich es wahrscheinlich nicht in 10-Bit machen, auch wenn du da mehr rausholen kannst. Aber die Arbeit, die ist natürlich auch gewaltig. Das ganze Color Grading nach hinten, dass das alles passt. Das heißt, im Grunde möchte ich mich darauf verlassen, dass der Gimbal schon eine Qualität abliefert, die ich im Grunde final nehmen kann. Das macht er. Das macht er sogar so gut, gerade im Lowlight-Verhalten, dass mein iPhone, auf das ich große Stücke gehalten habe, von der Videoqualität, Foto ist was ganz anderes, von der Videoqualität, habe ich mir gedacht, Mensch, da lohnt es sich nicht. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich und ich werde ihn weiter für euch testen. Es wird demnächst, denn ich habe ja die Möglichkeit, über 10 Tage in China mal eine kleine Rundreise zu machen, dann werde ich ihn mitnehmen. Und ich werde tatsächlich nur, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, mit dem Pocket 3 filmen. Und danach gibt es nochmal von mir ein, sagen wir mal, Kurzzeit-Langzeit-Review. Wie hat er sich geschlagen? Natürlich seht ihr ja auch die Bilder, die Videos dann aus meiner entsprechenden Reise. Ich glaube, das wird gut. Gerade im Lowlight-Bereich holt der Pocket 3 tatsächlich mich richtig ab. Und da kann ich meine Entscheidung bestätigen, dass ich das Geld nicht umsonst ausgegeben habe. Gut, habe ich sowieso nicht, ich habe bei dem Pocket dafür bekommen, aber ja, es hat sich gelohnt. Das setzt das Ganze nochmal auf eine bisschen höhere Stufe. Tja, ihr Lieben, DJI Pocket 3. Ja, DJI weiß, was sie machen. Sie haben ja viel Erfahrung aus dem Drohnenbereich. Kleine Kameras, viel Lichtstärke, großer Sensor. DJI hat seine Hausaufgaben gemacht. Für mich persönlich, für meinen Anspruch an mein Footage, an mein Bildmaterial, was ich euch abliefern möchte, bietet er mir neue Möglichkeiten. Für den privaten Gebrauch brauchst du ihn vielleicht nicht wirklich. Es sei denn, du sagst, hey, 670 Euro, überhaupt kein Problem für die Creator Combo. Dann wirst du sehr, sehr viel Spaß damit haben. Ja, ich ärgere mich ja ein bisschen, dass ich das neue Telefon gekauft habe. Aber im Grunde war ich ohnehin dran mit Tauschen und mein altes hat auch schon, ich habe ja eine Serie übersprungen, das 14er habe ich ja übersprungen, das habe ich ja nicht geholt. Ja, der Akku hat auch schon stark geschwächelt. Ja, der hält auch länger als das von meinem iPhone, wenn ich in 4K 60 filme. Okay, ihr Lieben, kommen wir zum Schluss. DJI Pocket 3. Ziemlich geiles Teil. Tja, ich hoffe, die Vorstellung, vor allem Praxis, mal wirklich im Vergleich. Ja, wie ist er denn zum 2? Wie ist er zum iPhone? Hat euch gefallen? Dann lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal. Ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.